Einen wunderschönen Freitag auf meinem Kanal. Heute mein Thema dreht sich um zwei Themen. Mein erstes Thema heute. Viele Menschen mit einer argen Psychose nehmen sogenannte Antidepressiva. Viele Antidepressiva tun auch als Nebenwirkung zeigen Schwindel auf. Natürlich auch nicht mehr so die Reaktion im öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, Autofahren ist da eher besser nicht der Fall, dass man das tut, weil die Reaktion ist dann nicht mehr so ganz gegeben. Ja. Da ist man froh, wenn man zur Bus- oder Straßenbahnhaltestelle kommt, sein Zeug erledigt, einkauft etc. Und dann passiert natürlich auch, dass man mal jemand trifft. Ja. Der kommt dann, wie, du bist krank. Aber du siehst gar nicht krank aus. Und wenn du nicht krank aussiehst, kannst du ja nicht krank sein. Ja, so Äußerungen hören natürlich Betroffene mit einer argen depressiven Störung nicht gerne. Ja, weil bloß weil man nicht krank aussieht, heißt ja nicht, dass man krank ist. Ja, und auch so ein Problem haben ja auch viele blinde Menschen, ja, denen wird auch nichts zugetraut, ja, denen wird gar nichts zugetraut. Dann kommen Bekannte, ah ja, ach, das brauchst du nicht mehr, das schmeißt man in den Müll, ohne mit diesen Personen, die es betrifft, überhaupt darüber zu sprechen. Ja, gerade blinde und sehbehinderte Menschen und auch Menschen mit einer Depression, dann wollen sie auch ernst genommen werden. Ja, und nicht, dass irgendjemand kommt, ach, du brauchst das nicht mehr. Ja, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, und es gibt viele blinde Menschen, die fallen dann auch in eine Depression, ja, und kommen dann da auch nicht mehr raus. Und gerade für Blinde, die so und so es nicht einfach haben. Ob es in der Arbeitswelt ist, ob es im Leben ist. Und dann bekommen sie auch noch eine Psychose, ja. Das ist dann natürlich nicht so einfach für die Betroffenen und auch für seelische Erkrankungen, auch bei nicht blinden und sehbehinderten. Ja, es ist ja schon schwer, diese Krankheit überhaupt zu akzeptieren. Ja, und dann trifft man Leute oder so und dann sagen, ach, du bist mein Freund. Ja, aber du siehst gar nicht krank aus. Ja, ich weiß nicht, was bestimmte Menschen manchmal im Kopf vorgeht. Nicht jede Krankheit kann man im Gesicht sehen. Nicht jede Krankheit kann man jemand überhaupt ansehen. Ja, und man nimmt ja nicht zum Jux und Dollerei sehr starke Antidepressivas. Ja, man darf auch nicht vergessen, vor einigen Jahren ist ja der Fußballer Robert Enke verstorben, weil er an einer argen depressiven Störung gelitten hat. Er hat sich dann natürlich auch, was viele wissen, vor den Zug geschmissen. Ja? Weil diese Sache ist eine Krankheit. Das ist keine Einbildung. Ja? Und Suizid, Selbstmord, viele Menschen mit einer argen seelischen Erkrankung sind suizidgefährdet. Ja? Und diese Krankheit ist nicht zu unterschätzen. Diese Krankheit ist auch sehr gefährlich. Ja? Klar, es gibt Medikamente, klar, es gibt Psychologen. Aber da ist auch nicht so einfach, den richtigen zu bekommen. Natürlich auch nicht das richtige Medikament. Das muss man dann auch austesten. Ja? Da gibt es so viele. Ja? Und ich glaube, dass da man noch mehr ein bisschen mehr Aufarbeitung betreiben muss. Ob es in den Medien ist, ob es auch in der Politik ist. Weil das ist ja keine Einbildung. Diese Krankheit ist eine gefährliche Krankheit. Ja, ist nicht so, ach ja, du hast Schnupfen. Nein, das ist keine Krankheit, die wie Schnupfen ist. Diese Krankheit ist nicht ohne und viele haben sich mit dieser Krankheit nicht abgefunden und nehmen sich dann auch das Leben. Ja, und das ist das, ja, was gern unterschätzt wird. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das Thema heute nahebringen. Ich wünsche euch jetzt mal schon ein schönes Wochenende. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao und auf Wiedersehen.